Ja, hallo liebe Community, hier ist mal wieder der Chrissy und ich komme jetzt mal einfach ins Bild gehüpft. Ich bin ein bisschen dunkel, aber das ist egal, das spielt keine Rolle. Ich begrüße euch ganz recht herzlich hier zu einem neuen Video der Print NC. Wir wollen heute mal über die Lackierung sprechen, die jetzt ansteht. Wir werden natürlich die ganze Maschine auseinanderbauen müssen und werden dann entsprechend den Stahl vorbereiten und ihn dann auch entsprechend pinseln. Ja, ich habe hier noch ein paar Sachen drapiert für euch, die ich euch noch zeigen will. Es kamen nämlich ein paar Fragen, können wir jetzt einfach die ganzen Sachen hier wie Linearführung auf die lackierten Oberflächen schrauben? Klar, warum nicht? Ist ja nicht schlimm. Ja, also so eine Farboberfläche sollte nur ein paar Mühe haben, also von daher würde die uns hier nicht stören. Wieso müssen wir pinseln? Naja, Rostschutz, ne? Das ist Stahl, das müssen wir schon pinseln, weil sonst fängt das irgendwann zu rosten an. Und zum Pinseln gab es ein paar Fragen und die möchte ich jetzt mal mit euch besprechen und noch ein paar andere Sachen dazu besabbeln. Ja? Also es gibt natürlich viel Zauberei, wenn man jetzt sagen will, man will diesen Rahmen jetzt hier farblich gestalten, was man alles machen muss. Die Leute sagen, muss anrauen, musste grundieren, muss vorher Rostschutz drauf pinseln und. Das ist alles Quark. Das ist eine Maschine und eine Maschine, die muss nicht, da muss nicht alles super perfekt sein, sondern da geht es um Rostschutz. Ja, klar soll die auch schön aussehen, ohne Frage, aber so prinzipiell geht es erstmal um Rostschutz. Und ich habe es mir da ein bisschen einfacher gemacht mit der Farbe, das erkläre ich euch dann, wenn es soweit ist. Also prinzipiell ist natürlich klar, diese Stahlrohre sind entweder heiß oder kalt gewalzt. Das heißt also, ihr habt mehr oder weniger sogenannte Walzschlacke drauf auf den Rohren. Die muss natürlich runter. Ihr seht ja, dass meine Maschine hat ja hier so eine Farbe, ne, so eine dunkelgraue Farbe und das ist die Walzschlacke und die ist bei mir aber so gut da drauf, die ist wie eine Lackierung. Ja, deswegen rostet das auch nicht, weil diese Walzschlacke natürlich die Luft abhält und die kommt nicht an den Stahl. Hier vorne, ihr müsst jetzt glaube ich sehen, ja, hier vorne bei den Schnittstellen, da sieht man natürlich den blanken Stahl, da würde der normalerweise sofort losrosten, aber es tut er nicht, weil hier in so einer Wohnung, gerade im Winter, ist eh keine Luftfeuchtigkeit, weil es ist Winter, wir heizen sehr viel, Luftfeuchtigkeit ist niedrig, das kann ja nicht rosten. Ja? Aber wenn wir natürlich nachher später arbeiten und so, dann soll die natürlich schon rostgeschützt sein und sie soll natürlich schön aussehen. So. Ganz einfaches Thema. Wir nehmen einfach eine mechanische Bearbeitung. In dem Fall nehmen wir einfach Scotch-Brite. Das ist nur ein Schleifvlies. Das ist kein Schleifpapier. Und gehen einfach nur über die Stahlrohre drüber, dass die Schlacke vom Dings weg ist, ne, vom Rollen. So. Und alles, was lose ist. Es muss nicht metallisch blank sein. Das ist Quatsch. Ihr könnt diese Oberfläche hier so lassen, die ist richtig gut. Man kann die natürlich noch ein bisschen anrauen, aber das reicht im Prinzip, wenn er da mit ein bisschen Schleifwolle drüber geht und um die festen Sachen oder die losen Sachen da im Prinzip abzuschleifen. Und dann nehmen wir einfach Silikonentferner. Ja, wir nehmen einfach Silikonentferner. Das ist jetzt einer antistatisch und kurze Ablüftzeit von STC ist der. Kann ich euch schon nochmal zeigen, STC, so sieht der aus. Ja, also geiles Zeug. Das natürlich nur draußen machen und wenn er das halt irgendwo in der Garage macht, dann natürlich nur mit Atemschutz, kommen wir noch zu, ja, ne, zu der Tüte. Also damit mit Silikonentferner entfetten wir das. Wir haben ja hier mit Öl und sowas alles gebohrt, deswegen müssen wir natürlich das Ganze entfetten. Das machen wir einfach mit Silikonentferner. Easy peasy, lemon squeezy. Wir fassen das Ganze nur mit Handschuhen an, also am besten mit Gummihandschuhen, ja, weil der Silikonentferner entfettet natürlich auch eure Hände. Das wollt ihr nicht. Ja. Ist nicht so besonders gesund für die Haut. Und danach fassen wir das nur noch mit Handschuhen an und dann pinseln wir schon. Und warum pinseln wir dann schon? Naja, weil ich habe einen 4-in-1 Lack gekauft. Da ist alles drin. Da ist Korrosionsschutz drin, da ist Grundierung drin, da ist alles drin. Also dementsprechend rollen wir nur einmal, also wahrscheinlich 2-3 Schichten, aber wir rollen nur einmal ohne Rostschutz, ohne alles, ist da alles drin in der Farbe. Zeige ich euch gleich, welche ich gekauft habe. Ja, dann haben wir natürlich hier noch die Deckel und bei den Deckeln ist natürlich das Thema, die müssen wir noch modifizieren. Wir müssen nämlich Deckel machen mit 2 Löchern drin, weil hier vorne sitzen unsere beiden Motoren und da sind jeweils 2 Kabel dran und die müssen da durch den Beam. Also können wir hier vorne zum Beispiel keine geschlossenen Deckel nehmen. Dann nehmen wir einfach das Deckelmodell, operieren uns hier 2 Löcher rein, die genauso groß sind wie die Kabeldurchführung, die wir hier verwenden werden. Ich werde so Kabeldurchführung nehmen vom Schaltschrank, was man eben so kennt. Ja, Kabeldurchführung und werde die dann hier so modifizieren, dass wir dann hier schön mit dem Bogen hier reinkommen und dann ist das hier alles schön mit den Deckeln. Ne? So. Die Deckel müssen wir alle noch fertig drucken, klar, weil wir haben ja noch nicht alle gedruckt. Ja? Also das hatte ich mir noch übergelassen, weil das kann ja noch später passieren.
So, und wenn wir jetzt gepinselt haben, machen wir das natürlich draußen. Oder wenn wir jetzt pinseln wollen, ihr könnt ja schleifen, ihr könnt füllern, ihr könnt, was weiß ich, was ihr machen wollt. Es macht aber keinen Sinn, da so viel Chaos reinzubringen. Da muss nur eine Farbschicht drauf, dass es schön aussieht, und es muss eine Farbschicht drauf, damit das nicht rostet. Und mehr muss das nicht machen. Das ist eine Maschine, das ist ein Werkzeug. Ja? Das muss jetzt hier nicht mit 1000 Jahre rumschleifen und so. Macht sowieso keinen Sinn, ja? Weil dann holt ihr euch da noch Kratzer rein. Aber spielt keine Rolle. Macht, was ihr wollt. Ihr braucht da nicht mal mit der Flex arbeiten. Ja? Wenn ihr natürlich viel Rollschlacke habt, richtig große Matten da drauf, die müssen natürlich runter, dass die, wenn die Farbe drauf ist, die ja nicht abfallen. Ne? Aber bei mir habe ich das noch nie gesehen. Da gehst du einmal mit Scotch-Brite drüber, mit Schleifvlies, und dann ist die Oberfläche toppig. Ja? Da muss man also nichts machen. Zum Lackieren habe ich mich jetzt entschieden, ich werde es rollen. Aus dem Baumarkt hier mit einer Rolle, ne? Klar. Und dann haben wir hier natürlich diesen ollen Bottich. Kennt ihr ja, wenn ihr zu Hause die Wände malt. Ja, easy peasy lemon squeezy, kommt ein Schluck Farbe rein und dann wird das gerollt. Weil beim Rollen haben wir keinen Sprühnebel, und das können wir theoretisch auch drinnen machen, im Badezimmer, was weiß ich wo, mit Abluft. Aber sollte man natürlich draußen machen, in der Garage. Ne? Aber das Wetter ist jetzt draußen so kacke kalt, deswegen werde ich mir noch was überlegen müssen. Oder wir müssen halt so lange warten mit den Malern, aber so lange wollte ich eigentlich nicht mehr warten. Deswegen, mal gucken. Zum Lackieren werden wir natürlich hier eine 3M Atemschutzmaske verwenden. Das ist die 4251 Plus. Die ist in dem Fall jetzt A1 und P2 zertifiziert. A1 heißt organische und anorganische Gase, und P2 ist die Partikelgröße, also Sprühnebel und Co., Schleifstaub und so weiter, hält die ab. Das ist jetzt eine wiederverwendbare Einmalmaske. Klingt ein bisschen komisch, das Wort, aber es ist so. Die hat keine wechselbaren Filter. Wenn die mal voll ist, könnt ihr die wegschmeißen, aber bis ich die voll mache, voll atme, die kann ich in eine Tüte packen, ja, staubgeschützt in den Keller legen, die kann ich noch 100 Mal verwenden, bis die wirklich hier voll ist, ja, weil dann ist sie wirklich durch. Und wenn ihr Masken aufsetzt und ihr riecht die Farbe noch, dann stimmt was nicht. Dann ist es entweder der falsche Filter oder die sitzt nicht richtig. Bei mir ist natürlich das Problem mit dem Bart, ja, die dichtet ja hier unten am Kinn nicht ab, gibt es auch einen Trick. Mein Bart ist ja hier unten geschnitten, also hier unten am Hals habe ich ja keinen Bart. Das heißt, ich roll den dann zusammen und nehme den mit in die Maske rein. Ja, und dann ist das hier unten am Kinn auch abgedichtet. Ich habe ja nicht zum ersten Mal eine Maske auf mit Bart. Ja, das ist dann das, was wir machen müssen. Also nochmal die 4251 Plus von 3M, eine mehrmals verwendbare Einwegmaske, so würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ja, dann haben wir, wie gesagt, den Entfetter, ja, Silikonentferner, damit entfetten wir. Entfettet bitte nicht mit Bremsenreiniger oder irgendeinen Scheiß, das ist sinnlos. Bremsenreiniger ist nicht gut zum Entfetten. Also der wird immer verwendet, um Bremsscheiben zu entfetten, aber meiner Meinung nach ist der nicht gut. Der macht seinen Job nicht richtig. Silikonentferner ist da noch am besten. Einfach auch für diesen ganzen Fett, was wir hier drauf haben vom Bohren. Da wäre die Frage auch die nächste, was ist denn innen drinne mit dem Dings? Naja, theoretisch, wenn ihr sprüht, könnt ihr ja einmal reinhalten. Ja, wenn ihr rollert, ist egal, denn im Prinzip sollte da ja auch keine Feuchtigkeit reinkommen, die zu Rost führen kann. Wir können natürlich die Stahlträger innen nicht pinseln. Wie soll das gehen? Da kommst du ja nicht hin mit einem Pinsel. Pinselst du mit einem Pinsel so weit, wie du kommst, kannst du machen. Muss aber nicht sein. Ist ja nachher auch abgeschlossen hier, sollte dann eigentlich auch nichts passieren. So, als Farbe, und da hat Chris hier so einen ganzen Bottich gekauft. Ich wollte eigentlich nur 1 Liter haben, aber ich habe jetzt 3 Liter bekommen und habe nur 1 Liter bezahlt, also auch schön. Ja, als Farbe nutze ich die Berico BE400. Die ist jetzt hier noch in Folie eingepackt. Ne? Das sind jetzt 3 Liter, habe ich gar nicht bestellt, brauche ich auch gar nicht, aber da werde ich noch was anderes mit pinseln. Also von daher, ja, super coole Farbe. Und das ist diese 4-in-1 Premium Farbe. Da ist alles drin. Korrosionsschutz, was weiß ich was und so weiter, was wir brauchen. Da brauchen wir nämlich nur eine Lackschicht. Und die Farbe ist, Überraschung, 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 blau. Genau, die Farbe heißt Berico 4550 C wie Cäsar, blau. Ich wollte eigentlich Himmelblau haben, habe aber dann diese dunkelblaue Farbe bekommen. Finde ich jetzt auch ziemlich cool. Blau ist meine Lieblingsfarbe, aber das darf ich euch ja nicht sagen, weil YouTuber dürfen ja kein Wissen verbreiten über sich. Und ich finde es auch ganz gut, dass er jetzt nicht Babyblau geworden ist, aber das war mein Plan, Babyblau. Deswegen habe ich euch auch so blöd gefragt nach der Farbe. In dem Fall wird es jetzt dunkelblau. Und dunkelblau ist ja auch ein Komplementär zu dem Orange. Also komplementär heißt im Farbkreis gegenüber. Ne? Deswegen bietet das einen schönen Kontrast. Und blau ist ja sowieso meine Lieblingsfarbe. Deswegen, ja, finde ich das schon gut, dass wir das dann haben. So, das heißt, wir bauen alles auseinander. Die Wagen lasse ich auf den Schienen. Aber die Roller werden abgebaut von den Wagen. Und alles, was eben gepinselt werden muss, wird zerlegt. Außer der Grundrahmen, also die 3 Füße plus die Y Dings hier, Beams,
die lasse ich zusammenschrauben, weil ich habe das Ding so geil ausgerichtet, dass der Beam hier so geil läuft, ja. Der läuft hier so cool, dass ich gesagt habe, ich lasse das zusammen. Das heißt, das untere Teil schleppe ich dann raus auf die Terrasse und werde dann da ein bisschen malern. Ja, also dementsprechend, das lasse ich zusammen. Das ist nicht schlimm. Und da, wo die zusammengeschraubt sind, da rostet nichts. Und wenn es da rostet, ist mir das auch egal. Ja, also da malere ich hier einfach so ein bisschen die Sachen zusammen. So, dann war noch eine Frage bezüglich der Befestigung, wenn wir jetzt zum Beispiel den Stromkasten bauen, da kommen wir ja noch zu, den werden wir bald bauen. Ich habe hier noch ein zweites Brett organisiert, was jetzt hier auch noch daneben kommt. Das wird nicht unsere Opferplatte, sondern das wird unser Baubrett. Wir werden ja hier dann unseren Elektrokasten noch bauen, dass ihr da auch schön reingucken könnt. Da habe ich natürlich jetzt schon alles soweit hier gekauft und sowas. Da kommen wir dann noch zu, wenn es dann hier besser wird. Also wenn es dann losgeht, sag ich mal, besser wird, wenn es losgeht. Und da ist natürlich die Frage hier, ne, Hutschiene, ne? Nee, viele sagen immer C-Schiene dazu, aber das sieht aus wie ein Hut, deswegen heißt das Hutschiene oder DIN-Rail. Und diese Hutschienen, wie machen wir die fest? Na klar, man könnte jetzt in die Blechplatte, die man aus dem Schaltschrank rausnimmt, Löcher bohren, die Wände schneiden, viel zu anstrengend, wir bohren nur Löcher und werden die anpoppen. Er hat Poppen gesagt. Ja, aber es ist so. Es gibt eine sogenannte Popni-Zange. Ich habe jetzt eine geholt, wo ich mich nicht quälen muss. Ja, ihr kennt ja diese Pistolenartigen, da quält man sich mit. Die hier ist schön übersetzt. Und die ist wirklich geil, weil die hat auch die ganzen Einsätze an der Seite dran. Die hat hier einen Bottich, ja, damit die abgerissenen Sachen, die tatsächlich abreißen dürfen, dass die nicht irgendwo rumfliegen. Also wirklich total geil, poppen die Zange. Das heißt, wir werden die Sachen anpoppen, was eben anzupoppen geht, wie zum Beispiel Hutschienen oder Kabelkanäle oder so. Da bohre ich einfach ein Loch, bing, Popniet rein, fest. Ja. Brauchst du keine Winde schneiden, brauchst du keine Schraube dran machen. Und Popnieten haben den Vorteil, die sind so flach, die beschädigen die Kabel nicht. Wenn du jetzt im Kabelkanal schraubst, brauchst du wieder Flachkopfschrauben und so, damit die Kabel sich da nicht dran aufscheuern. Deswegen habe ich gesagt, wir poppen die an. Ja, so beim 24 Volt Netzteil nochmal der Hinweis, wir brauchen natürlich ein 24 Volt Netzteil für die Versorgung unserer ganzen Flexi-Hall-Geschichten, Sensoren, da werden 12 Volt draus gemacht, wir brauchen 5 Volt, blablabla, das macht alles Flexi-Hall aus den 24 Volt. Da habe ich natürlich jetzt bei mir in der Trickkiste geguckt, ich habe hier noch so ein uraltes Logo-Power-Netzteil. Das habe ich mal, soweit ich mich noch daran erinnern kann, irgendwo mal beim Kunden aus dem Schaltschrank ausgebaut. Also erlaubt. Ne? Der Kunde hat einen Schaltschrank weggeschmissen und ich habe gesagt, ey, da ist da noch ein Logo-Netzteil drin, da kann ich bestimmt noch mal was mitmachen. Ich hatte ja früher auch eine Logo und ja, das habe ich schon seit 15 Jahren oder so. Das wird meine 24 Volt sein. Die meisten verwenden 24 Volt Netzteile in dieser Bauform. Ja, die kennt ihr ja, das sind ja diese standardmäßigen Netzteile, die man so hat. Ich werde aber ein Hutschienen-Netzteil nehmen, damit spare ich wieder Platz und ich muss das Ganze nicht irgendwo an der Wand vom Schaltschrank bauen, sondern ich kann es einfach auf die Hutschiene stecken. Ja, deswegen wird das hier meine 24 Volt Versorgung. Die 48 Volt Versorgung, da habe ich dann, also für die Stepper, es gibt ja verschiedene Spannungen, kommen wir dann aber im Elektrikteil nochmal dazu. Da habe ich jetzt von Stepper Online die genommen, weil ich habe natürlich ein Kit mit Motoren gekauft und Treibern. Also ich habe ja hier das sind ja hier meine Treiber, CL57Y, ne, die Motortreiber. Und da gibt es dann auch 2 Netzteile dazu. Und da wollte ich nochmal schnell eine Frage beantworten, die nämlich kam. Die haben jetzt 350 Watt, 2 Stück, 48 Volt. Und da war immer die Frage, warum drehen wir die Spannung runter? Naja, die Stepper können bis 50 Volt betrieben werden, aber das Problem ist, wenn die Stepper bremsen müssen, dann speisen sie den Strom zurück. Und dann kann sein, dass die Ausgangsspannung hier von dem Netzteil zu hoch wird und dann fackelt euch das ab. Deswegen gehen wir mit der Spannung ein bisschen runter. Also eher so 40, 38, 40 Volt, vielleicht 42 Volt. Ja, also so, dass wir noch ein bisschen Puffer haben. Wenn die bremsen, dass die auch zurückspeisen können. Und ja, dass die Netzteile nicht kaputt gehen. 2 Stück habe ich davon. Ich werde die beiden Y-Motoren mit einem Netzteil versorgen und die X- und Z-Motor mit dem anderen Netzteil. Ja, und dann haben wir genug Ruhe. Die haben 350 Watt. Und wenn ihr auch dieselben habt, die ich habe, achtet bitte darauf, hier an der Seite ist ein Taster. Da steht dann drauf 115, 230 Volt, dass er das auf die richtige Spannung schaltet. Aber das nur mal als Hinweis jetzt kurz, weil die Frage kam, nämlich weil Leute natürlich immer noch Bauteile bestellen und ich ja dazu noch nicht groß was gesagt habe. Und deswegen wollte ich das nochmal sagen mit dem Netzteil, ne, und den Hutschienen. Also es wird ein schönes Blau, schönes Königsblau. Den Entfetter haben wir, die Maske haben wir, jetzt brauchen wir bloß noch gutes Wetter. Ich fange jetzt an, die Maschine auseinanderzubauen und dann rollen wir das Ganze schön mit Farbe ein. Natürlich könnte man das jetzt auch rollen, wenn es zusammengebaut ist, aber dann kommt man an bestimmte Stellen hier nicht so schön ran. Hier, wo die Linearführungen sind und so, und das ist ja dann auch russisch, die müsste man abkleben und so. Und ach,
Weiß ich auch nicht, das ist nicht schön. Dann lieber einmal auseinanderbauen, einmal schön ordentlich pinseln und dann ist gut. Wie gesagt, ich werde nur einen Anstrich, also vielleicht mehrere Schichten, aber nur einen Anstrich machen, weil ich habe ja so eine Multifunktionsfarbe. Wie gesagt, Berico BE400 ist der Typ, das ist so eine Premium-Farbe und ich habe jetzt die Farbe Blau genommen und freue mich eben darüber, dann die zu vermalern. Was wir natürlich dann beim weiteren Zusammenbau nach dem Malern noch so beachten müssen, da sprechen wir dann nochmal drüber, weil wir müssen ja dann anfangen, die Kugelgewindetriebe einzubauen und alles. Das zeige ich euch dann noch, wenn ihr malert ist und dann machen wir Elektrik. Ja, also nächster Schritt ist jetzt Malern, das mache ich nicht im Video, mache ich ohne euch. Dann baue ich sie wieder zusammen, das mache ich auch ohne euch. Und wenn sie dann zusammengebaut ist, bauen wir dann die Halterungen für die Motoren an. Dann bauen wir die Kugelgewindetriebe ein, machen die ganze Geschichte mit den Gewindestangen. Das habe ich euch auch noch nicht erzählt. Ihr müsst ja hier noch M5er Gewindestangen herstellen, 185 mm. Das sind dann die, die nachher hier durch den Roller gehen und dann die beiden Platten halten und die Spindelmutter. Ja. Und zur Spindelmutter habe ich ja auch schon was erzählt, dass die eventuell nochmal korrigiert werden muss. Das machen wir dann aber auch zusammen. Und wie gesagt, M5 Gewindestangen habe ich 3x1 Meter gekauft und habe die dann auf 185 mm gesägt und hier vorne ein bisschen angefasst, damit die Schrauben auch gut drauf gehen. Und ihr braucht natürlich M5er Sicherungsmuttern, ne, mit Kunststoffscheibe hinten drin, damit die nicht sich wieder lösen. Ja, das habe ich auch noch nicht gesagt. Das war auch nochmal ein Hinweis von einem Zuschauer per E-Mail. Da habe ich nicht zu gesagt. Das hätte ich dann aber schon gesagt, wenn wir hier die Spindeln einbauen, ne? Die Kugelgewindetriebe. Ja, also das ist es schon für das Malervideo. Die Vorbereitungen dazu sind klar. Immer schön Gummihandschuhe tragen, weil natürlich der Reiniger, den willst du nicht an der Hand haben. Und Farbe willst du auch nicht an der Hand haben. Atemschutz und natürlich draußen sollte man es auf jeden Fall machen. Und da bitte aufpassen, die Temperatur. Die Verarbeitungstemperatur steht auf der Farbe drauf. Ja, da könnt ihr einfach mal drauf gucken, wie viel Grad man das verarbeiten kann. Die meisten fangen so bei 15 Grad an. Müsst ihr dann aber auch aufpassen wegen der Luftfeuchtigkeit und so. Weil ich sage euch eins, wenn ihr das malert, das ist alles ganz toll. Ihr holt das rein und lasst das trocknen. Dann ist die Farbe irgendwann wie Gummi und pellt sich irgendwann ab. Ja. Und natürlich sollte man eigentlich den Stahl auch ein bisschen anrauen, dass die Farbe auch ein bisschen was hat, wo sie sich dran festhalten kann, damit es nicht abblättert. Ich persönlich werde es nicht anschleifen, ich werde einfach ein bisschen Scotch-Breit nehmen, wie gesagt, Schleifvlies, und das soll dann als Farbunterlage reichen. Wenn das gut entfettet ist und ein bisschen angeschliffen ist, hält die Farbe auch. Ja, braucht da keine Angst haben. Das jetzt auf Acrylbasis und der Vorteil bei dieser Berico-Farbe, das ist eine Acrylfarbe, die aber wasserverdünnbar ist. Da habe ich dann auch schon wieder Blicke geerntet im Sinne von, ja, wenn das Wasser verdünnbar ist, ist ja auch wasserlöslich und dann kann das Wasser hier, was wir hier vielleicht verwenden, irgendwann mal zur Kühlung oder so, könnte ja die Farbe ablösen, aber nee, wasserverdünnbare Farbe ist ja nur beim Streichen wasserverdünnbar und danach nicht mehr. Also von daher, wenn die einmal abgetrocknet ist, dann passt das, dann ist sie nicht wasserlöslich. Ja, Juti, das war's. Fällt mir noch irgendwas in? Nö, mir fällt nichts weiter in. Dann würde ich sagen, beende ich das Video und wir sehen uns im nächsten. Ja, dann sollte ich sie gemalert haben und dann machen wir weiter mit dem Rest der Mechanik. Wir müssen ja die Z-Achse noch bauen, die werden wir dann aber auseinandergebaut hier bauen. Also die baue ich ab und bauen wir die dann hier, weil hier dran jetzt die Wagen drauf machen, dann fällt ein Wagen raus, fallen die Kugeln raus, alles blöd. Deswegen bauen wir die Z-Achse hier fertig auf den Tisch und bauen sie dann dran später. Wir haben ja jetzt geprüft, ob sie passt, die passt. Und dementsprechend können wir das dann später, wenn es dann fertig gebaut ist, die Z-Achse, können wir die einfach hier dran schrauben. Ja, und dann noch Spindeln rein. Und dann können wir ja schon mit der Elektrik anfangen. Motoren dran. Ja, und dann können wir mit der Elektrik anfangen. Ich warte immer noch auf meine Spindel. Die sollte eigentlich schon im Januar kommen. Ist immer noch nicht da. Muss ich jetzt mal mit Ali telefonieren oder eine E-Mail schreiben. HLTNC hat mal wieder gefailt. Ja, irgendwie erzählen sie mir schon seit Wochen, ist gleich da, aber es kommt ewig nicht. Und dementsprechend muss ich da mal tätig werden, um mein Geld wieder zu kriegen. Muss ich mal gucken, woher ich denn eine Spindel kriege. Ach, und die Befestigung dieser Netzteile sehe ich gerade. Da gibt es ein schönes 3D-Druckteil im neuen Elektronik-Enclosure 3D-File vom Logan. Müsst ihr mal gucken. Könnt ihr euch rausholen, könnt ihr ausdrucken, da könnt ihr die Netzteile einfach reinklicken. Das ist passend für ist passend für diese Bauform von diesen Netzteilen. Ne? So, jetzt war es aber. Jetzt haue ich ab hier. Ich muss die Kamera ausmachen. Ich habe immer noch keine Fernbedienung für meine Sony-Kamera. Sony, übrigens neues T-Shirt. Ich kann die Zeit anhalten. Und du so? Cool, ne? Jo, da ist sie, die Kamera. So, also, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.